Das Tier ist der Spiegel des Besitzers. Das muss ja dem Besitzer gehorchen. Interdisziplinär, das ist immer mein Ziel gewesen. Ich sagte nicht nur Akupunktur oder Homöopathie ist das Beste. Ich muss auch Rücksprache nehmen mit dem Arzt oder Tierarzt, der vorbehandelt hat und alle Möglichkeiten in Betracht ziehen. Und so ist dann am Schluss Animal Balance so klar geworden, dass ich zuerst den Besitzer, den Reiter oder den Bauern oder was auch immer zuerst anschauen muss und dann das tierärztliche Problem. Man-Animal-Bond Relationship, das ist mein Ziel. Klassisch bei einem Hufabszess wird mal Antibiotika gespritzt und Cortison in der Regel. Der Abszess hatte das Glück, dass er spontan aufgebrochen ist und darum konnte er von innen heraus schon mal heilen. Aber die Ursache, dass er entstanden ist, das kann ein klassischer Tierarzt gar nicht herausfinden. Da spielt Impfungen, Fütterung, Entwurmung, Entgiftung gegen Ekto- und Endoparasiten eine wichtige Rolle und das untersuche ich jeweils ganz klar. Und da spielt eben die Fütterung schon mal eine wichtige Rolle. Wer hat einen Hund und der wird mit Barfen gefüttert? Barfen heißt biologisch, artgerecht, frisches Fleisch, so wie es eigentlich ein Hund haben sollte. Aber das ist für die meisten zu kompliziert, da Leber einzukaufen und Knochen und ein Menü zusammenzustellen. Dann gehen sie in die Migros oder in ein großes Geschäft und kaufen dann ein Fertigfutter. Und in diesen Fertigfuttern hat es dann eben viel Unrat. Und da ist vor allem Getreide drin, das ist billige Energiequelle und ein Hund sollte nie Getreide fressen. Das ist für die Pferde, das sind die Hafermotoren. Und dann frage ich jeweils, ja, was geben Sie noch dazu zu diesem Futter? Ja, noch ein Guteli und noch ein etwas Servala und dann noch zur Nacht noch ein Breckis und so. Und dann frage ich, ja, was steht denn eigentlich auf diesem Sack, den Sie füttern? Was ist das erste Wörtchen? Alleinfuttermittel. Was heißt das? Nur das. Alleinfuttermittel und nicht noch Zugabe von diesem und jenem. Und dann ist natürlich die Erziehung sehr wichtig. Da muss man eben Horsemanship und Dogmanship, man muss diese Erziehungsmodalitäten kennen, sonst geht das nicht. Und dann gibt es natürlich sehr aufgeregte Personen und ruhige Personen. Und so wie sich der Besitzer verhält, so verhält sich der Hund oder die Katze. Animal Balance, das ist mein Credo. Man and Animal Balance. Und das wird eben übermittelt durch die sogenannten Spiegelneuronen. Die Spiegelneuronen hat eigentlich ein italienischer Arzt, der Rizzolatti, gefunden, schon in 1996 und gesehen, dass das spezielle Neuronen sind, die ein interessantes Verhalten übermitteln. Er hat das an Schimpansen getestet und hat herausgefunden, dass die mit diesen Neuronen interessante Informationen übermitteln können. Die Spiegelneuronen, das sind spezielle Typen im präfrontalischen Kortex und seitlich im Parietallappen. Die können ganz interessante Informationen weiterleiten und sogar eben im sensitiven, motorischen und emotionalen Handlungen, die wir ausführen, aktiv werden. Schlussendlich konnte man mit dem Kernspintomographie und dem MRI genau das in diesen Hirnzonen, diese Spiegelneuronen feststellen. Und das ist eben dann eine spezielle Nervenart, die dann in diesen Aufnahmen zutage kommt. Die sehen sehr komplex aus, sie haben eine große Verwurzelung mit allen Zellen und können ein gewisses Resonanzverhalten
System hervorrufen, das beim Empfänger schon eine Information auslöst, bevor er es hört. Sonst machen wir jetzt eben diese Hundetherapie. Ein Hund hat sich scheinbar angemeldet, dann werden wir da auf der Bühne behandeln. Ich habe wieder mein Köfferli da, das ist alles, was ich brauche, um zusätzlich komplementär heilen zu können. Nichts mehr. Ich habe hier einen Polaroidfilter, das polarisiert. Hinten dran ist ein Spiegel, dann kommt die Energie durch das Filter auf den Spiegel, wird zurückgeworfen und gibt dann eine Resonanz. Und das spüre ich hier am Puls. Genau gleich messe ich die Aura, er ist jetzt mein Medium, so. Und ich nehme die Energie von ihm ab und messe die Aura vom Hund. Der Hund hat eine longitudinale Aura, so wie der Mensch eine vertikale. Und jetzt messe ich die Aura und die ist hier drauf, hier so. Für diesen Hund etwas zu klein. Das lege ich jetzt dem nur in die Aura. So, da. Jetzt sind sie alle da drin und ich gehe mit der Heinelampe, mit Photonen und leuchte diese Testsubstanzen an. Dann kommen wir auf die Schwermetalle und da habe ich eine Information. Mercurius solubilis MM. Eine sehr, sehr hohe Potenz, also eine ganz minime Belastung von Quecksilber. Ich weiß nicht woher. Wir geben dem diese Ampulle nur auf den Rücken, so, da, und messen die Aura wieder. Und siehe da, wir sind hier oben. Wir sind schon auf 80 Zentimeter. So. Keine Abweichung mehr, alles okay. Da, spürst du das? Das Antidot von Quecksilber ist Selenium. Ich gebe dem jetzt Selenium-Vitamin E nur in die Aura und schauen, wie das wirkt.